Manchmal merke ich bin irgendwie gestresst, wie getrieben und komme gar nicht runter, obwohl gar nichts Besonderes mehr ist. Und für solche Situationen habe ich inzwischen ein paar Dinge gefunden, die mir dann helfen. Und 4 davon möchte ich dir heute zeigen. Manche helfen mir direkt und bei anderen merke ich die Wirkung eher langfristig. Das erste ist die Atmung. Das ist mir am Anfang total schwer gefallen, vor allem das Einatmen. Viele haben ja eher mit dem Ausatmen Probleme. Bei mir war es das Einatmen. Inzwischen funktioniert das aber bei mir richtig gut und für mich ist das mit dem Atmen tatsächlich sowas wie ein Soforthelfer geworden. Wenn ich mal Ärger oder Sorgen habe oder einfach eben diese innere Unruhe fühle, dann komme ich mit Atemübungen inzwischen oft ein Stück runter. Das klappt nicht immer, aber ich bin schon ganz gut vorangekommen damit. Und ich habe da verschiedene Atemtechniken ausprobiert und da wechsle ich auch immer mal. Es ist also nicht so, dass ich starr immer das Gleiche mache. In letzter Zeit ist es oft die ganz einfache Bauchatmung, die viele von euch sicherlich auch schon kennen. Also ungefähr 4 Sekunden tief in den Bauch atmen und 8 Sekunden ausatmen. Manchmal lasse ich auch zwischen den Atemzügen eine kleine Pause, wenn sich das gerade besser für mich anfühlt. Ja, und zum Thema Atmung, da gibt's ja wirklich viel zu entdecken. Da muss wahrscheinlich jeder für sich selbst rausfinden, was zu einem passt, denke ich. Das zweite ist Meditation. Auch damit stand ich total lange auf Kriegsfuß sozusagen. Das war einfach nichts für mich. Ich konnte damit nie was anfangen. Aber dann habe ich irgendwann ganz einfache Atemmeditationen auf YouTube entdeckt und darüber habe ich dann endlich einen Zugang gefunden. Es gibt ja ganz viele verschiedene Meditationen und vieles davon liegt mir einfach nicht so. Das ist immer noch so. Mir reicht eigentlich eine einfache, angenehme Stimme, die mich für ein paar Minuten durch die Atmung führt und mehr brauche ich eigentlich nicht. Ja, und das dritte, das sind ruhige Sounds oder Frequenzen. Auch da gibt es auf YouTube viel, womit ich nicht so viel anfangen kann. Ich würde da auch nicht alles glauben, was in Titel und Beschreibung steht. Aber ich habe einige Sachen gefunden, die ich einfach gern höre und bei denen ich merke, das tut mir jetzt richtig gut und das hilft mir abzuschalten. Und ich nutze zum Beispiel auch diesen Alpha-Sound von Vital Generation. Den finde ich sehr angenehm und meistens höre ich ihn zusammen mit dem VNS-Gerät und mit der Atmung. Ja, und das hier ist das Gerät, das ich meine, das ich gerade genannt habe. Das nennt sich Vitalnerv-Stimulator. Und da ist so ein Ohrclip dran und den befestige ich am Ohr. Ich zeige das mal, wie ich das mache. Hier ist ja so eine, boah, das sieht man jetzt bestimmt nicht so, aber hier ist ja so eine, ich trage Hörgeräte, das seht ihr. Und über dem Hörgerät ist halt so eine Mulde und da kommt der rein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt gut sehen kann, aber vielleicht hilft euch das ja doch ein bisschen. Meistens lege ich das dann auch so ein bisschen drüber, damit das ein bisschen Halt hat. Ja, und dann stelle ich das Gerät an, stelle die Intensität ein. Das ist hier so eine Anzeige. Da muss es hin. So. Da stelle ich jetzt die Intensität ein. Und das mache ich so lange, bis ich was spüre, bis ich so ein Kribbeln spüre. Und dann gehe ich mit der Einstellung wieder so weit zurück auf die niedrigsten Stufen, also auf 1, 2 oder 3. Man kann die Zeit einstellen, die ist jetzt vorgegeben auf 20 Minuten, das lasse ich jetzt einfach mal so dran. Mir wurde vom Hersteller erklärt, dass es nicht darum geht, möglichst viel zu spüren und dass man eben auch auf den niedrigen Stufen das Gerät anwenden kann, auch wenn man da dann nichts spürt. Ja, ich nutze das Gerät meistens in Ruhe, nicht so wie jetzt, dass ich was nebenbei mache. Also normalerweise mache ich nichts nebenbei, sondern ich gehe dann eben wirklich in Ruhe. Oft mache ich es zusammen mit Atmung oder mit ruhigen Frequenzen oder eben auch mit einer Meditation. Und ich habe schon öfter von anderen gehört, dass die dabei sehr schnell merken, dass sie runterfahren. Eine Freundin von mir, die hat das Gerät mal benutzt, während wir zusammensaßen. Und sie sagte dann, dass sie richtig ruhig und auch ein bisschen müde wurde. So, obwohl wir uns sogar ausgetauscht haben. Also bei der hat das richtig gut gewirkt. Bei mir ist das nicht sofort so. Ich merke eher einen Langzeiteffekt. Und zwar, wenn ich das Gerät mal eine Weile nicht benutze, dann fühle ich mich wieder so in diesem
ja, Dauerstress getrieben in diesem Duracell-Modus, sage ich mal. Ein bisschen getrieben eben. Und dann bin ich innerlich wieder mehr im Stress, obwohl gar nichts Besonderes ist. Und wenn ich das Gerät regelmäßig benutze, dann habe ich eher das Gefühl, dass ich insgesamt ruhiger bleibe und nicht so schnell wieder in diesen inneren Stress komme. Das ist natürlich alles nur meine persönliche Erfahrung. Für mich ist das Gerät einfach ein Baustein. Das ist kein Zaubermittel und es ersetzt natürlich auch keine medizinische Behandlung. Und es löst auch nicht irgendwie plötzlich alle Beschwerden. Das ist ganz klar. Aber zu mir passt das und es unterstützt genau das, wo es mir ja drauf ankommt in Bezug aufs Nervensystem, nämlich meinem Körper zwischendurch Signale zu geben, damit er auch wieder runterfahren kann. Und wenn dich das VNS-Gerät interessiert, du findest den Link mit einem 10% Rabattcode unter dem Video und auch übrigens 10% Rabatt zu dem Alpha-Sound auch in der Beschreibung. Ja, das waren jetzt nur 4 Beispiele. Es gibt natürlich noch vieles mehr, was mich schon eine Weile begleitet hat und auch immer wieder zurückkommt. Zum Beispiel die Zwerchfellmassage, da habe ich ja auch schon öfter mal in den Videos von gesprochen. Oder einfach nur die Hände auf Brust und Bauch legen. Das kann auch total, ich will nicht sagen entspannt sein, weil das ist, je nachdem, in welchem Zustand man ist, stimmt das natürlich nicht. Aber mich unterstützt das inzwischen. Ich fokussiere mich dann auch darauf. Und ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, der Körper braucht manchmal immer wieder kleine Signale, nicht nur einmal, sondern regelmäßig. Einfach kleine, ich sag mal, Aufmerksamkeiten, die natürlich auch zum eigenen Alltag passen müssen. Und vielleicht fährt dein Körper gerade schwer runter, obwohl du dir schon viel Mühe gibst. Und dann kann es ja sein, dass auch dein Nervensystem solche kleinen Aufmerksamkeiten braucht, mehr Wiederholung und mehr Zeit. Mach's gut, bis bald.